Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Willkommen bei PS Werkstatt. Schön, dass ihr einschaltet. Heute zeige ich euch, wie schon beim letzten Mal angesprochen, dieses Jig hier für die Bandsäge. Was hat es damit auf sich und warum brauche ich das? Worum soll es gehen heute? Ich hatte euch beim letzten Mal erzählt, dass ich von Maschinenhandel Meyer diese Einstelllehre für die Bandsäge bekommen habe. Worum geht es da? Wofür brauche ich sowas? Und ja, ganz lustige Sache. Im Vorfeld hatte ich mir bereits so eine Lehre, ein anderes Modell hier, auch von Maschinenhandel Meyer, auch schon angeschafft, weil ich davon überzeugt bin, weil es einfach das Einstellen des Sägebandes viel leichter macht und komfortabler. Und ja, im ersten Moment sehen die beide gleich aus, sind doch gleich lang. Das wirkt hier, das Schwarze, ein bisschen schwerer, weil es halt auch diese Ausklinkung nicht hat, wie die rote hier. Technisch sind die beide identisch, das macht also keinen Unterschied, ob ich jetzt diese oder diese benutze. Aber ich möchte euch mal zeigen, wofür brauche ich sowas. Schauen wir uns als erstes mal die Bandsäge an und welche Fragestellungen da auftreten können. Also prinzipiell ist das egal, welche Bandsäge ihr habt. Ich habe jetzt hier die Säbre 250 von Record Power, aber letztendlich die Einstellmöglichkeiten oder die Einstelloptionen sind bei jeder Maschine vorhanden, nur halt auf unterschiedlichen Wegen. Also da sind Einstellschrauben vielleicht an einer anderen Stelle oder wie auch immer. Der Anschlag sieht vielleicht auch ein bisschen anders aus als bei mir hier, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ja, ich denke, das Einstellszenario muss ich euch nicht von der Pike auf erklären. Das kennt ihr selber. Ich habe meinen Parallelanschlag und versuche den hier mal bündig zu der Kante zu setzen hier. Und in dem Fall ja, so ein bisschen Unterschied haben wir noch. Dazu kann ich hier auf der Unterseite, bei mir auf der Unterseite hier, die Führungsschiene ein bisschen lösen und kann den so im Winkel anpassen. Also das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier ein bisschen darauf Einfluss zu nehmen und ja, jetzt sieht schon besser aus. So mache ich sie fest. Und wenn ich den Anschlag jetzt auf die andere Seite setze, kann ich hier und den festmache, kann ich unter Zuhilfenahme dieses Anschlages ein Werkstück entlang führen und dann wird das hoffentlich auch von vorne bis hinten parallel. Aber es wird natürlich nur dann parallel sein, wenn auch das Sägeband genau parallel zum Anschlag steht und nicht so oder so. Ansonsten habe ich nämlich möglicherweise so einen Schnittverlauf, jetzt übertriebenermaßen, ne? Dass ich also hinten oder vorne maßhaltig anfange, das muss man so rumhalten, maßhaltig anfange und dann wandert mir das Sägeband weg. Um das zu vermeiden, muss man halt sicherstellen, dass das Band halt auch parallel zu dem Anschlag steht. Ja, wie habe ich das bisher gemacht? Ich habe hier noch so einen alten Metallstreifen, 20 breit oder so und 2 mm stark. Und da habe ich so einen Neodym-Magneten, den klipse ich da dran und klipse den hier auch ans Sägeband. Und dann kann ich hier im Grunde die Flucht von dem Blatt verlängern und sehe dann, ob das so oder so steht. Problem ist nur, der Magnet hat eine bestimmte Größe, damit das Ding auch hier hält. Dann weiß ich nicht, wie verhält sich das hier mit der Schränkung. Wenn der Magnet auch nur ein bisschen hier an der Schränkung anstößt, dann habe ich natürlich übertriebenermaßen auch schon so einen Versatz hier. Also das ist natürlich nur ein Notbehelf. Zumal muss ich auch darauf achten, ist dieses Metallstück, was ich habe, ist das wirklich gerade, fluchtet das? Und ja, das geht, aber schön ist anders. Ja, und da hat sich jetzt hier die Firma Maschinenhandel Meyer ein bisschen mehr Gedanken gemacht, wie könnte man das so gestalten, dass auch dieses Einstellen des Sägebandes oder allein die Kontrolle ein bisschen einfacher gestaltet werden kann. Und dazu dient jetzt diese Lehre hier. Ihr merkt schon hier, das klipst ein bisschen, weil auch da ist ein Magnet drin. Ich drehe das Ding mal um. So sieht die von hinten aus. Man kann hier sehr schön diesen eingelassenen Magneten sehen, der auch insgesamt ein bisschen unterhalb der Oberfläche hier eingelassen ist, so damit er nicht hervorsteht und da irgendwelche Fehlmessungen verursacht. Zudem, hier steht es auch schon, Blade, hier habe ich für die Sägezähne auch noch eine zusätzliche Ausklinkung, weil die haben ja eine Schränkung. Das heißt, das Band ist an der Stelle immer ein bisschen breiter als hinten, als an der Lauffläche. Jetzt kann ich ganz einfach und schnell diese Leere, nenne ich es jetzt mal, ans Sägeband anklipsen hier. Die hält auch direkt und zeigt mir die Flucht
vom Sägeband an. Das gucken wir uns mal von vorne an. Und wenn wir jetzt den Parallelanschlag ganz langsam und vorsichtig dagegen fahren, nicht ganz berühren lassen, aber nur so in die Nähe kommen, dann sieht man schon, dass wir hier vorne schon fast am Anschlag sind und da hinten sind wir noch ein ganzes Stück weg. Das heißt, das Band ist gar nicht ordentlich gefluchtet in Bezug auf den Tisch. Und jetzt kommt halt noch eine zusätzliche Sache, die wir machen müssen. Wir müssen nämlich jetzt auf der Unterseite die Befestigungsschrauben des Tisches lösen. Davon habe ich 4 Stück. Die sind hier an diesem Schiebeteil angebracht. Und mit einer normalen 10er Nuss kann man die leicht öffnen. Und zwar so weit, dass der Tisch leicht beweglich ist. Und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal von oben anschauen, dann sieht man immer noch, dass wir hier vorne fast am Anschlag sind mit der Leere und hinten ein ganzes Stück weiter weg. Und jetzt kann ich den ganzen Tisch aber leicht verstellen, sodass ich hier auf eine Parallelität komme. Das kann ich jetzt noch weiter kontrollieren, indem ich den Parallelanschlag halt noch weiter zum Sägeband bringe und da auch entsprechend anklemme. So sieht schon sehr gut aus und ja, da würde ich sagen, ich mache den Tisch so wieder fest. Von vorne bis hinten haben wir es jetzt parallel eingestellt und damit dürfte einem parallelen Sägeschnitt auch nichts mehr im Wege stehen. Das wollen wir natürlich direkt mal ausprobieren, ne? Ja, dann wollen wir das Ganze mal hier an einem Stück Multiplex mal testen, ob wir von vorne bis hinten einen parallelen Schnittverlauf hinbekommen. Ja, das kann sich doch sehen lassen, oder? Also ich würde sagen, ich bin mit der Einstellung und auch der Genauigkeit der Bandsäge an dieser Stelle hochzufrieden. Das reicht für meine Projekte völlig aus. Ja, und die Lehre unterstützt natürlich dabei, das noch genauer und vor allen Dingen auch schneller hinzubekommen. Mehr wollte ich euch an dieser Stelle auch gar nicht zeigen. Damit sind wir am Ende dieses kleinen Videos angekommen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wenn ihr einen Kommentar habt oder eine Frage, scheut nicht, mich zu kontaktieren hier unter diesen Möglichkeiten. Ansonsten bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.